Wir sind hier eigentlich auf dem Weg zum Dreiländereck zwischen Polen, Litauen und Russland, also Kaliningrad, und sind jetzt hier auf der litauischen Seite. Wollten da jetzt so den Waldweg hinfahren, müssen schon aufpassen, dass wir nicht aus Versehen direkt an die grüne Grenze nach Russland geraten. Hier ist schon so ein Schild, dass wir hier eben nicht mehr durchfahren dürfen, und hier unten ist dann auch alles abgesperrt mit einem Schlagbaum und einem Stacheldrahtzaun und so weiter. Schon ein bisschen komisches Gefühl. Und ein bisschen traurig macht uns das natürlich auch, weil wir beide noch ein gültiges Visum haben für Russland und leider nicht weiterkommen, weil die Grenzen ja noch geschlossen sind. Bis 2014 gab es zwischen Kaliningrad und Litauen an vielen Stellen noch nicht mal einen Zaun. Und 2017 wurden die Grenzanlagen dann aber nochmals verstärkt. Etwas surreal wirkt dieser Ort ja. Er wird permanent videoüberwacht, und sobald man sich der rot-weißen Absperrung nähert, wird man per Lautsprecher, und zwar auf Russisch, darauf hingewiesen, dass dieser Ort russisches Staatsgebiet ist und man sich von dem Zaun entfernen soll. Wir waren jetzt gerade schon in Polen, aber Pepi müssen wir jetzt natürlich noch nachholen. Der steht noch in Litauen im Wald. Wir waren uns nämlich nicht ganz sicher, ob wir den Weg hier überhaupt langfahren dürfen oder können oder so, und deshalb sind wir den einmal abgegangen und waren schon direkt am Dreiländereck. In Polen fahren wir durch die Masuren, die uns stark an die Mecklenburgische Seenplatte erinnern. Das ging jetzt alles ein bisschen schneller als eigentlich gedacht. Wir haben uns auf unserer Strecke ein paar Reifenhändler rausgesucht und sind einfach bei dem ersten gleich mal ran. Das ist so ein Gebrauchtwarenhändler. Und ja, er hatte gleich Räder für uns da. 5 Stück Conti-Reifen. Und ja, die sehen noch sehr gut aus, sind zwar gebraucht, aber die lassen wir jetzt gerade aufziehen. Und wir bezahlen tatsächlich nur so viel, wie wir sonst für einen neuen bezahlt hätten. Ja, ganz so problemlos war das dann doch alles nicht. Wir sind dann weitergefahren Richtung Warschau, und nach 40 Kilometern, als wir gerade durch eine Stadt gefahren sind, zischte das. Und wir dachten eigentlich, ja, vielleicht ist wieder so ein bisschen was an der Bremsanlage undicht oder so. Und sind dann rangefahren, haben dann aber gemerkt, dass es leider aus dem Reifen rauszieht, aus dem Loch vom Ventil. Wir dachten, das Ventil ist abgerissen. Und ja, dann mussten wir den Reifen wechseln. Und bei über 30 Grad im Schatten ist das schon ganz schön anstrengend gewesen. Und ja, nach einer Weile waren wir dann fertig und sind dann zurückgefahren zu der Reifenbude. Und da haben die uns natürlich wieder ganz freundlich empfangen und haben uns sofort einen neuen Schlauch eingebaut. Und ja, das ging dann wieder recht unkompliziert alles. Die haben das auch komplett kostenlos gewechselt. Es kann eben passieren, dass beim Schlauchwechsel ein bisschen Dreck mit reinkommt und der dadurch dann auch kaputt geht. Auch deshalb würden wir gerne auf schlauchlos umstellen, aber alles nach und nach. Ja, durch die größeren Reifen passen jetzt leider unsere Auffahrklötzer hier gar nicht mehr drunter. Und leider ist es auch so, dass unser Hebemechanismus, den wir uns ausgedacht haben, gar nicht mehr so gut funktioniert. Und da müssen wir uns dann jetzt wohl was Neues einfallen lassen. Wir sind jetzt hier nördlich von Warschau und standen hier ein paar Tage am Flusslauf Narew. Und der fließt irgendwann in die Weichsel und mündet dann in die Ostsee.
Der Fluss ist etwa 500 Kilometer lang und hat seine Quelle in Belarus. So, wir fahren jetzt weiter Richtung Warschau und ja, da wollen wir nochmal gucken, Baumarkt aufsuchen, so ein bisschen Kleinkram kaufen, weil relativ viel kaputt gegangen ist, irgendwelche Halterungen oder sowas, die sich abgelöst haben und ja, unsere Schuhe, Sohlen von den Wanderschuhen haben sich abgelöst, da wollen wir ein bisschen Klebstoff kaufen und sowas und dann soll es weitergehen Richtung Krakau. Und da gibt es dann irgendwo noch so eine Wüste, irgendwie soll die größte Wüste Europas sein, die wollen wir uns ganz gerne angucken und ja, dann geht es irgendwann weiter in die Hohe Tatra. Ja, mit ein paar Schwierigkeiten sind wir jetzt hier in der Wüste in Polen angekommen. Das soll ja irgendwie die größte Wüste irgendwie Europas sein oder so. Aber also so beeindruckend, wie wir dachten, ist es jetzt doch nicht. Also wenn man so Dänemark kennt und so die Strände in Dänemark und sowas, ja, ist das jetzt hier vielleicht gar nicht mal so viel anders. Aber ist natürlich mitten im Festland, das darf man nicht vergessen. Und ja, also ist okay. Ja, die Schwierigkeiten, die wir hatten, darum sehe ich auch so ein bisschen dreckig aus. Wir durften mal wieder einen Schlauch tauschen, also war jetzt das zweite Mal nach dem Reifenwechsel, also never change a running system. Aber das Profil war halt runter und deswegen mussten wir das halt wechseln. Und ja, mit Schlauch ist halt immer schwierig, wenn da halt ein bisschen Dreck mit reinkommt oder ein kleiner Stein, dann ja, zerpiekt das den Schlauch und der Schlauch ist kaputt. Wir haben uns überzeugen lassen, wir haben die alten Schläuche wieder für die neuen Reifen genommen. Eigentlich wollten wir neue nehmen, aber er meinte, ja, es ist halt kein Problem, das machen wir immer so und haben uns ein bisschen breitschlagen lassen. Und die beiden, also es sind jetzt mittlerweile schon 2 kaputt gegangen, waren alles alte Schläuche und einen alten Schlauch haben wir jetzt, glaube ich, noch drin. Die restlichen wurden ja schon ersetzt, einmal in Norwegen einer und wir hatten jetzt auch noch einen Ersatzschlauch mit, den wir jetzt eingezogen haben. Jetzt müssten wir uns mal wieder einen besorgen. Und hoffen mal, dass wir jetzt ein paar Kilometer weiterkommen und nicht demnächst wieder einen Reifenwechsel haben. Ja, wenn es schon mit der Wüste Gobi nicht geklappt hat, haben wir es wenigstens in die polnische Wüste geschafft. Weil man die Wüste selbst gar nicht befahren darf, haben wir uns jetzt hier am Rand an so einem Aussichtspunkt einen schönen Platz gesucht und bleiben dann hier heute Nacht stehen. Wir sind jetzt ja im Süden von Polen und hier ist jetzt das Krakauer Jura. Also wie das richtig heißt, müssen wir mal einblenden. Den ganzen Namen weiß ich jetzt nicht. Und ja, wir standen ja gestern an dieser Wüste und haben uns dann noch ein bisschen informiert, was hier jetzt noch so in der Nähe ist. Wir wollten jetzt eigentlich schon weiter in die Hohe Tatra. Aber dann haben wir halt gesehen, dass hier ja dieses Mittelgebirge schon losgeht. Das hatten wir gar nicht so auf dem Schirm. Und auf unserem Kartenmaterial, wir haben dieses OSM-Kartenmaterial, da sind die ganzen Kletterspots eingetragen, richtig mit Namen und sowas. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil man kann den Namen halt wirklich nehmen, gibt bei Google ein und findet dann hier sogar einen kleinen Guide für die einzelnen Routen. Und wollen jetzt hier so ein bisschen so durch dieses Jura und so 1, 2 Kletterspots anfahren, die wir uns schon rausgesucht haben. Das ist jetzt so zum Einstieg, ist das jetzt hier relativ leicht. Das ist alles so, ich glaube 3, 4, 5, vielleicht mal eine 6 bei. Und ja, und dann haben wir jetzt noch irgendwo weiter im Süden ist noch ein Spot. Da ist, glaube ich, sogar so ein 60 Meter Fels oder sowas haben wir gefunden. Und da werden wir jetzt die nächsten Tage noch mal hin. Aber heute erstmal hier ein bisschen klettern.
Wir sind hier in einem recht beliebten Klettergebiet und stehen hier auf einem kleinen Campingplatz. Ist sehr gemütlich und direkt am Fels. Hier können wir auch mal Mehrseillängen klettern und freuen uns da schon drauf. Deshalb sind wir heute auch extra früh aufgestanden, damit wir die Ersten am Fels sind. Aber einige Kletterer und Wanderer sind schon losgegangen und es ist erst 8 Uhr. So, Standplatz Nummer 2. Nächste müsste die Spitze sein. Wir sind oben angekommen. Ja, wir sind jetzt heil wieder unten angekommen. Ja, gerade so. Nein, Spaß. Aber Nee. war nett. Ja, die Route war ziemlich cool. Also die hat so ein bisschen mehrere Möglichkeiten. Also man kann, glaube ich, die einfachste Variante, die man klettern kann, ist so eine 4. Gut, der Einstieg ist ein bisschen schwierig, das ist um die 6. Und wir sind dann so ein bisschen weiter rechts lang gegangen und das ist an sich ist es eine 6 plus. Und haben wir ganz gut. War anstrengend. War ja. anstrengend, ja, aber haben wir ganz gut hinbekommen. Was ein bisschen nervig war beim Abstieg, wir sind ja zum Glück schon sehr früh gestartet. Ja, um 8. Ja, und 3 weitere Seilschaften oder Kletterpärchen sind uns halt entgegengekommen und das war beim Ablassen echt blöd, weil die Umlenker belegt waren und ja, also ich sag mal, mit einem weiteren wird es gehen, aber dass da gleich 3 weitere starten und die Route hat an sich nur 3 Seillängen, ich glaube Gesamthöhe ist 60 Meter. Ja, Und das war dann schon ganz schön voll, die Wand. Also wir waren auch froh, dass wir wieder draußen waren. genau. Also die 4 Umlenker, die waren alle belegt im Prinzip, also nur der oberste nicht. Und das war schon ziemlich voll dann an den Umlenkern, um sich dann eben wieder abzulassen. Also Ja, wir haben uns dann halt einen Klebehaken, nachher an der letzten Stelle haben wir uns einen Klebehaken genommen und abgelassen, weil das bisschen, fand ich persönlich halt echt ein bisschen ungünstig, weil da kann man auch mal ein bisschen warten. Man sieht ja, wir haben gesehen, dass wir runtergekommen, da hätte man mal ein bisschen warten können. Ja. Aber sonst ist die Route echt toll. ja. Und die Aussicht war natürlich Ja. toll. Ja, alle guten Dinge sind 3. Wir hatten jetzt 3-mal hintereinander in Platten, also innerhalb von 2 Wochen. Und wir haben uns jetzt hier einen Teileladen gesucht und wollen da jetzt erstmal hinfahren und uns neue Schläuche holen. Wir haben so ein bisschen den Verdacht, dass es halt daran liegt, als wir die Räder gewechselt haben, sind halt die alten Schläuche drin geblieben und dass die zu klein sind. Und jetzt werden wir uns passende Schläuche mal besorgen und haben damit dann hoffentlich mehr Glück in Zukunft. Aber das Gute daran war, wir haben hier halt natürlich diesen schönen Platz gefunden, weil wir halt so genervt waren vom Räderwechsel und keine Lust mehr hatten weiterzufahren. Außerdem war Wochenende und alles hatte zu. Und dann sind wir halt so einen kleinen Waldweg hier reingefahren und stehen hier an so einem schönen Bachlauf. Und diese kleine Furt wird auch ab und zu mal so als kleine Abkürzung zwischen den Dörfern benutzt, weil hier fährt mal ein Trecker durch oder mal irgend so ein Offroad-Fahrzeug. Und ist aber an sich sehr ruhig hier. Das Problem mit den Rädern konnten wir leider nicht klären. Wir vermuten ja, dass es die Schläuche sind, dass die nicht so 100% passen und deshalb immer wieder kaputt gehen. Leider haben wir keinen Teilehandel gefunden, der uns wirklich passende Schläuche verkaufen konnte. Bestellen wollten sie das irgendwie auch nicht. Und deshalb hoffen wir, dass wir in der Slowakei dann jetzt fündig werden und hoffen, dass das alles so lange durchhält. Mittlerweile sind es auch nur noch 10 Kilometer bis in die Slowakei und wir stehen hier an einem wunderschönen Flusslauf.
der seinen Ursprung schon in der Hohen Tatra hat. Für gestern und heute gab es auch eine Überschwemmungswarnung, die kam per SMS. Und wir haben gesehen, dass der Fluss auch um 10 cm angestiegen ist und das Wasser ist auch ganz trüb geworden, weil sich die ganzen Sedimente aus der Tatra dann gelöst haben und hier durchgespült werden. Das ist wirklich schön hier und wir werden nachher nochmal ins Wasser springen. Ganz schöne Strömung hier.